Würden Sie ein Parfüm tragen, das wie eine Mumie riecht? Obwohl Geruch und Erinnerung eng miteinander verknüpft sind, ist es nicht immer einfach herauszufinden, wie die Vergangenheit gerochen hat. Im Fall ägyptischer Mumien könnten Historiker jedoch tatsächlich eine Antwort haben. Und die lautet überraschend angenehm. Kürzlich arbeiteten Forscher des University College London mit dem Ägyptischen Museum in Kairo zusammen, um die Düfte von 9 Mumien aus verschiedenen Epochen der altägyptischen Geschichte zu analysieren. Die daraus resultierende Studie, die im Februar 2025 im Journal of the American Chemical Society veröffentlicht wurde, kombinierte eine halbtraditionelle sensorische Analyse. Ein Panel aus geschulten menschlichen Schnüfflern, die ihre Eindrücke beschrieben, mit modernen Techniken zur Bestimmung der chemischen Verbindungen, die die Mumien verströmten. Sie untersuchten 9 Mumien, die von Ägyptens Neuem Reich, etwa 1539 bis 1077 vor Christus, bis zur römischen Periode, 30 vor Christus bis 642 nach Christus datierten. Die häufigsten olfaktorischen Beschreibungen waren holzig, würzig und süß. Seltener wurden die Mumien als weihrauchartig oder altranzig beschrieben. Die menschlichen Schnüffler wurden auch gebeten, die Angenehmheit der Mumienaromen zu bewerten. Den sogenannten hedonischen Ton. Im Durchschnitt wurde dieser als leicht angenehm eingestuft. Gar nicht schlecht, rund 5000 Jahre nach dem Tod. Zu den häufigsten geruchserzeugenden Verbindungen, die durch Hightech-Analysen identifiziert wurden, gehörten non-anal, beschrieben als frisch, wachsig, mit Noten von Orangenschale und Fett, furfural, süßlich, an Holz, Mandeln und Brot erinnernd, sowie Terpenoide wie Alpha-Pinen, D-Limonen, L-Verbenon und Borneol. Terpenoide deuten in der Regel auf pflanzliche Produkte wie Wacholderöl, Myrrhe und Weihrauch hin. Allesamt gut dokumentierte Bestandteile des altägyptischen Einbalsamierungsprozesses. Tatsächlich stammen die Gerüche der Mumien größtenteils von den Materialien, die zur Konservierung der Körper verwendet wurden. Obwohl sich Techniken und Stoffe im Laufe der Zeit unterschieden, wurden ägyptische Mumien oft mit Harzen von Bäumen wie Kiefer, Zeder, Wacholder und Mastix sowie mit Gummiharzen wie Myrrhe und Weihrauch, tierischen Fetten, Wachsen und verschiedenen Hölzern, Gewürzen, Kräutern und Blumen einbalsamiert. Der Konservierungsprozess beinhaltete auch oft Natron, eine Mischung aus Natriumcarbonat, Hydrogencarbonat und kleinen Mengen von Chlorid und Sulfat. Allerdings stammten die in der Studie berichteten Gerüche nicht ausschließlich von den ursprünglichen Einbalsamierungsstoffen. Die Analyse zeigte auch aromatische Spuren von pflanzlichen Ölen, die in jüngerer Zeit zur Konservierung verwendet wurden. Synthetischen Pestiziden, einige davon rochen ähnlich wie die ursprünglichen Stoffe, sowie mikrobiellen Zersetzungsprodukten wie Schimmel. Einige der aromatischen Moleküle kamen sogar von Gegenständen wie Sarkophagen und Einbalsamierungsstoffen. Das bedeutet, dass die Mumien heute etwas anders riechen könnten als direkt nach ihrer Konservierung. Die verwendeten Einbalsamierungstechniken änderten sich im Laufe der Zeit, wie die Studie hervorhebt, und variierten auch je nach Region und sozialem Status. Während die Mumifizierung im prädynastischen Ägypten, etwa 5000 vor Christina, meist ein natürlicher Prozess durch heiße, trockene Wüstenbedingungen war, kamen im Alten Reich, etwa 2700 bis 2200 vor Christus, Christen, Natron, Pflanzenharze, Gummi und die Entfernung der inneren Organe hinzu. Die Qualität der Mumifizierung erreichte ihren Höhepunkt während des Neuen Reiches, etwa 1570 bis 1069 vor Christus. Und nahm in der ptolemäischen und griechisch-römischen Zeit 332 vor Christus bis 395 nach Christus Christi ab. Nach der arabischen Eroberung Ägyptens im Jahr 641 nach Christus wurde die Praxis der Mumifizierung eingestellt. Doch es ist wohl gerecht zu sagen, dass die Rituale, solange sie praktiziert wurden, Düfte erzeugten, die denen der Studie recht ähnlich waren. Die Forscher verfolgten mit der Studie nicht nur ein rein wissenschaftliches Interesse. Sie hoffen, durch ein detaillierteres Verständnis der Düfte auch die Erhaltung der Relikte zu verbessern, durch ein vertieftes Wissen über die Einbalsamierungsmethoden
und die Entwicklung neuer Konservierungstechniken, die den Mumien besseren Schutz vor weiterem Verfall bieten könnten. Obwohl diese Studie die erste sein soll, die systematisch die Gerüche einer Sammlung von Mumien untersucht, gab es zuvor schon eine Analyse von Rückständen in 3500 alten Kanopen, Gefäße zur Aufbewahrung mumifizierter Organe, aus dem Grab der ägyptischen Adligen Senetnai. Die Wissenschaftler, die die Rückstände aus den 1900 im Tal der Könige von Howard Carter gefundenen, inzwischen leeren Gefäßen kratzten, fanden Spuren von Bienenwachs, Pflanzenöl, Fetten, Bitumen und Harzen verschiedener Bäume, darunter Kiefer und Zeder. Doch diesmal präsentierten die Forscher ihre Ergebnisse nicht nur, sie versuchten auch, die Düfte nachzubilden. Die an dem Projekt beteiligten Wissenschaftler, darunter die deutsche Archäologin Barbara Huber, arbeiteten mit der französischen Parfümeurin Carole Calves und der sensorischen Museologin Sophia Colette-Erich zusammen, um den Duft der in den Gefäßen gefundenen Einbalsamierungsstoffe zu rekonstruieren. Über das Ergebnis sagte Huber im kanadischen Radio CBC: Das dominierende Aroma ist definitiv ein holziger, kieferartiger Duft, aber es gibt auch einen Hauch von Bitumen, etwas Bienenwachs, etwas Süßes und vielleicht nimmt man sogar eine frische, zitrusartige Note von Pistazie wahr. Die Duftkreation wurde Scent of Eternity, Duft der Ewigkeit, genannt, und obwohl sie nicht verkauft wurde, war sie Teil einer immersiven, multisensorischen Erfahrung im Møsgard Museum in Dänemark im Oktober 2023. Die Ausstellung Ancient Egypt, Obsessed with Life, nutzte den Duft, um die Geschichte des altägyptischen Jenseitsglaubens und des Einbalsamierungsprozesses zu erzählen. Es ist Teil eines neueren Trends, Düfte in Museumsausstellungen und andere historische Erlebnisse zu integrieren. Denn unsere Vorfahren nutzten alle 5 Sinne, und das sollten wir auch. Was halten Sie von dieser ungewöhnlichen Forschung und ihren faszinierenden Ergebnissen? Können Sie sich vorstellen, wie eine Mumie wirklich gerochen hat? Und würden Sie den Duft der Ewigkeit selbst einmal ausprobieren wollen? Wenn Ihnen dieser Ausflug in die duftende Welt der Vergangenheit gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden bei spannenden Themen rund um Geschichte, Wissenschaft und Kultur. Vielen Dank fürs Zuschauen.